Hallo zusammen und herzlich willkommen zu einem weiteren Video. Heute hoffentlich der letzte Teil dieser Serie. Ich tausche Ventildeckeldichtung und Ventildeckel am Opel. Wie ihr sehen könnt, ich habe jetzt bereits die Zündkabel angebracht. Im letzten Video hatte ich ja lediglich die Zündspule eingebaut und euch dann gesagt, dass ich das mit den Zündkabeln und so in Ruhe und dann in Stillarbeit mache. Und wie ihr sehen könnt, sind jetzt die Zündkabel drin. Ihr seht auch, die sind ein bisschen zu lang. Liegt wohl daran, dass es nur noch diesen einen Satz Zündkabel gibt und der eigentlich für ein anderes Modell gedacht ist, wo die Zündspule woanders sitzt. Ich habe sie jetzt so in Schlaufen drumherum gelegt. Man denke, ich kann das ganz gut erkennen. Ja, mein Bekannter, der meinte das auch in Ordnung so. Er macht das auch so bei dem Satz mit den längeren Zündkabeln. Auf der anderen Seite hat das von der Länge relativ gut gepasst. Da war jetzt nicht so eine große Varianz. Also hier Bank 1, sage ich jetzt mal, wo Zylinder 1 ist. Bei Bank 2 allerdings ist es dann eben so gewesen, dass die Kabel ein bisschen zu lang waren. Auf jeden Fall die Zündspule da hinten, habt ihr im letzten Video gesehen, die sitzt jetzt drin, das passt, Zündkabel sind verlegt. Dieses Ventil ist getauscht und das mit der Kurbelgehäuseentlüftung mache ich wann anders, wenn ich den Motor raushole. Wie ihr sehen könnt, ich habe jetzt hier auch solche Schutzschläuche um die Zündkabel hier auf der Bank 1 oder auf der Beifahrerseite gemacht, einfach um ein bisschen Hitzeschutz zu haben. Original waren die ja entsprechend eingepackt. Das habe ich aber so nicht mehr hinbekommen. Ich denke aber, so einzeln ist das auch absolut in Ordnung. Und Ziel des heutigen Videos ist es jetzt, die Ansaugbrücke wieder zu komplettieren, die Schläuche und alles anzuschließen, sodass ich dann hoffentlich das Fahrzeug heute starten kann und er auch läuft. Das ist die Zielsetzung. Mal schauen, wie weit ich komme. Ich hätte gesagt, ich schneide jetzt mal ein bisschen Zeitraffer rein. Den Windlauf werde ich erstmal noch weglassen. Mir geht es jetzt darum, die Ansaugbrücke wieder zusammenzubauen. Dort unten noch die Dichtung zu tauschen, aber das seht ihr jetzt dann alles im Zeitraffer. Und dann drückt mir die Daumen, dass das Fahrzeug anspringt und dass es alles wieder funktioniert, so wie es sein soll. Und wie gesagt, das mit der Kurbelgehäuseentlüftung, das hole ich dann ein anderes Mal nach. Jetzt aber ab in den Zeitraffer. So, jetzt habt ihr die erste Zeitrafferaufnahme gesehen, wie ich das Saugrohr wieder montiert habe. Ich habe es jetzt noch nicht mit Drehmoment festgezogen, das muss ich jetzt gleich noch machen. Was ich euch jetzt noch sagen wollte, ihr habt ja gesehen beim Reinsetzen, diesmal habe ich es jetzt komplett gefilmt und jetzt, wo ich wusste, wie man es machen muss, finde ich, geht es auch sehr einfach. Ich hatte euch beim Ausbauen ja beschrieben,
dass ich das angehoben, bisschen nach hinten geschoben, komplett unter die Wand von dem Zylinderkopf hier geschoben habe und dann rausgehoben. Allerdings hatte ich es damals halt nicht komplett mitgefilmt. Jetzt habe ich es beim Einsetzen mitgefilmt und ich denke, ihr habt es ganz gut gesehen, dass ich es eben, wie gesagt, hier schräg unter diese Kante gesetzt habe, leicht nach hinten. Dann ist genug Freigängigkeit da, um das hier reinzuklappen. Dann holt ihr es wieder ein Stückchen nach vorne und dann könnt ihr es auf die Punkte setzen. Ihr habt auch gesehen, ich habe die Dichtungen erneuert. Ich zeige euch gleich die alten Dichtungen. Die neuen Dichtungen haben natürlich wieder ein bisschen weiter jetzt rausgestanden. Das heißt also, das ist eine gute Sache, dass ich die erneuert habe. Die waren also platt gedrückt. Ich habe Gott sei Dank auch die Dichtungen hier neu. Ich werde die aber aufheben. Die Dichtungen, die ich hier rausmache, man weiß ja nie, weil so komplett schlecht sind sie noch nicht. Und wenn ich die mit Silikon und so jetzt ein bisschen einschmiere, dann glaube ich, werden die auch wieder weich und glaube ich, werden auch wieder ein bisschen fluffiger. Also ich hoffe, dass ich die noch retten kann, die Dichtungen. Trotzdem werde ich es jetzt tauschen. Wie gesagt, beim Einsetzen der Schrauben hier, habt ihr ja gesehen, die erste, die kriegt man super einfach hin. Alle anderen sitzen hier ja zwischen diesen Ansaugschächten oder zwischen diesen Saugrohren, ja. Und da hat man es dann eben schon deutlich schwieriger, was ich gemacht habe. Ihr habt gesehen, ich habe mir so einen Magnetstab genommen, habe dann die Schraube in das Loch gesetzt und dann den Magnetstab so seitlich weggezogen. Dadurch bleibt die Schraube im Loch und dann kann man es, wie gesagt, problemlos festziehen. Ansonsten mit der Hand oder so, da wäre ich nicht reingekommen und wäre mir sonst auch zu heikel gewesen, dass irgendwie die Schraube runterfällt. Also das mit dem Magneten fand ich hat ganz gut funktioniert, das kann ich empfehlen. Ansonsten den großen Stecker für die Einspritzdüsen habe ich da hinten schon wieder angeschlossen. Das ist der hier, dass ich das nicht vergesse. Da sind jetzt noch so kleine Stecker, die sind dann aber, glaube ich, oben für die Ansaugbrücke, wenn ich es richtig weiß. Wir haben hier noch diesen Unterdruckschlauch, ne, den da, diese rote Kappe, den muss ich jetzt gleich wieder anschließen. Da muss ich gucken, welcher das war. Irgendwo müsste noch ein Schläuchchen rumliegen, was dahin gehört. Beziehungsweise vielleicht ist es auch auf der Rückseite der Ansaugbrücke. Das schaue ich gleich nochmal. Oder das können wir ja auch zusammen gucken. So, das hier ist die Rückseite der Ansaugbrücke. Hier kommt auf jeden Fall noch ein Stecker hin. Das ist der eine Stecker, der da hinten lose ist. Haben wir hier noch einen Stecker, das passt auch. Jetzt bin ich nur irritiert. Das hier war, glaube ich, das, was ich euch gerade gezeigt habe, wo ich Ansaugbrücke draufgeschrieben habe. Genau, Ansaugung, das kommt dahin. Jetzt ist die Frage, dieser andere kleine Unterdruckschlauch. Irgendwo muss ja noch einer sein. Da muss ich mich mal auf die Suche machen, welcher das ist, der dann hier an diese Membran kommt. Da muss auch noch irgendwo einen geben. Wahrscheinlich habe ich den irgendwo hingelegt, das schaue ich gleich, wo ich den hingelegt habe. Den muss ich noch anschließen. Ansonsten, ja, wie gesagt, das mit Drehmoment festziehen, das Saugrohr. Und jetzt zeige ich euch einmal die alten Dichtungen. Die sind jetzt hier, haben wir hier 3 Stück. Eine Dichtung deckt immer 2 Ansaugrohre ab. Und ich weiß nicht, ob man sehen kann, wahrscheinlich ein bisschen schwierig hier mit dem Licht wieder. Jetzt natürlich mit dem Scharfstellen. Also sie ist noch nicht komplett platt, ja, aber sie hatte im Vergleich zu der neuen Dichtung ein bisschen gelitten. Aber wie gesagt, ich glaube, die kriege ich wieder ins Leben. Ansonsten seht ihr ja hier, die hat hier unten an einer Seite so Nasen, ne? Und das kommt nach unten. Das müsst ihr also sozusagen so rum reinsetzen. Hier oben kommt dann das Saugrohr drauf. Also die Stellen mit diesen Nasen, die kommen nach unten und das Saugrohr oben drauf. Das jetzt nur so zur Info. Ansonsten habe ich hier drüben natürlich noch die neuen Dichtungen für oben. Das mache ich dann jetzt aber gleich im Zeitraffer. Wie gesagt, jetzt gucke ich erstmal, dass ich das eine kleine Unterdruckschläuchchen noch finde, was ich da anschließen muss. Und ich das mit Drehmoment festziehe. Ich packe euch wieder in den Zeitraffer und dann geht es gleich weiter. So, jetzt habt ihr nochmal Zeitraffer gesehen. Ich habe es jetzt mit Drehmoment angezogen.
Die 6 Schrauben von dem Saugrohr bekommen jeweils 20 Newtonmeter, wie ihr gesehen habt. Ich habe jetzt wieder angefangen, erstmal nur so handfest, dann so ein bisschen ausgerichtet. Davor hatte ich ja die neuen Dichtungen mit ein bisschen Silikon eingeschmiert, dass das auch schön gleitet. Und dann habe ich eben von hinten nach vorne, glaube ich, war es jetzt, bin mir gar nicht mehr ganz sicher, habe ich es dann eben jetzt festgezogen, habe nach dem ersten Festziehen auch nochmal kontrolliert, also einmal von hinten nach vorne festgezogen und von vorne nach hinten. Das sollte jetzt alles passen, fühlt sich auch gut an. Den kleinen Schlauch habe ich auch gefunden, das war hier dieses Bypassrohr. Wahrscheinlich ist da irgendwie Unterdruck dann für die Spritleitung. Was genau, weiß ich nicht, ja. Auf jeden Fall war es das Rohr, das passt also, das habe ich auch gefunden. Wie gesagt, der kleine Schlauch hier, der kommt nachher auf die Ansaugbrücke oben drauf. Dann kommen diese 4 Dinger wieder an die Ansaugbrücke. Der Stecker kommt hinten an die Ansaugbrücke zusammen mit dem Ding. Bei der Ansaugbrücke gibt es hier solche Führungsstifte, ja, und in der Anleitung steht auch, dass man die Ansaugbrücke dann eben an diesen Stiften ausrichten soll. Also die so leicht schräg und dann auf diesen Stiften platzieren. Und dann kommen die 4 Schrauben von der Ansaugbrücke, die bekommen 8 Newtonmeter, das werde ich jetzt auch gleich noch machen. Und wenn das dann drauf ist, dann geht es halt darum, hier wieder den Schlauch festzumachen, dieses Ding hier wieder herüber in den Halter zu schieben. Hier sind jede Menge noch so Unterdruckschläuche, die ich dann wieder anbringen muss. Aber es geht voran. Genau, also wie gesagt 20 Newtonmeter, die 4 Schrauben auf der Ansaugbrücke bekommen 8 Newtonmeter. Dieses Abgasding hier mit der Überwurfmutter bekommt 25 Newtonmeter. Da muss ich mal noch schauen, was die Mutter bekommt. Das habe ich noch nicht gefunden. Aber ich blende euch das dann im Video auch jeweils ein. Also jetzt auch beim Festziehen des Saugrohrs müsste ich das eigentlich, wenn ich es nicht vergesse, eingeblendet haben mit den 20 Newtonmeter, dass ihr das wisst. Und wie gesagt, Stecker hinten von den Injektoren oder von den Einspritzdüsen habe ich auch verbunden. Ja, jetzt mache ich weiter hier mit der Ansaugbrücke, wie gesagt mit den Dichtungen, die werde ich jetzt einmal erneuern. Und dann kommt die Ansaugbrücke oben drauf, ziehen wir das fest und dann arbeiten wir uns weiter Stück für Stück vorwärts.
So, jetzt habt ihr ein bisschen Zeitraffer gesehen. Was ich noch sagen muss, um diese blöde Plastikschiene, die hier sitzt, wieder einzubauen, das müsst ihr machen, bevor ihr die Ansaugbrücke aufsetzt. Ich habe jetzt dann die Ansaugbrücke noch mal kurz abnehmen müssen, um dieses Plastikding da zu montieren. Ich habe das sonst hier an dem Ding nicht vorbei bekommen. Ja, es ist da relativ eng an allen Stellen hier. Aber jetzt sitzt das, also dran denken, erst diesen Plastikkabelkanal wieder montieren und dann die Ansaugbrücke. Ich habe jetzt dann wieder mit 8 Newtonmeter die Ansaugbrücke angezogen. Hier unten habe ich jetzt die Klemme erneuert, dass hier eine neue Klemme ist. Hier habe ich eine neue Schlauchschelle gemacht. Hier muss ich noch mit Drehmoment anziehen. Die werde ich jetzt gleich noch markieren, dass ich die mit Drehmoment angezogen habe. Da hinten ist wieder dieser Unterdruckschlauch drauf. Der geht dann hier vor und hier hin. Nee, Quatsch, falsch erzählt. Der Unterdruckschlauch von da hinten, der da hinten dran sitzt, der geht hier an diesen Bypass, an dieses Ding. Und der hier, das ist der unter dem Kabelkanal verläuft, den kann man da so einklipsen. Der geht hier vorne hin und der führt Kühlmittel. Den Schlauch für die Ansaugbrücke habe ich auch wieder verbunden. Den Stecker hier für dieses Ding, was auch immer das macht, ist drin. Der Stecker da hinten für dieses Ventil, was das steuert, ist wieder drin. Das heißt, ich muss jetzt in Stillarbeit, das mache ich ohne Zeitraffer, diese 4 Unterdruckschläuche wieder anschließen hier für die Ansaugbrücke. Das an der Seite noch mit Drehmoment anziehen. Hier vorne dann nachher noch den Stecker verbinden, der kommt wieder hier hin. Aber dafür muss ich die Ansaugtrichter hier so drehen und anschließen. Dann hier müsste eigentlich noch irgendwo so ein kleiner Schlauch liegen. Den müsste ich eigentlich irgendwo finden. Der gehört da gehört auch nochmal so ein kleines Schläuchchen hin. Ja, finde ich bestimmt, liegt vielleicht auch hier unten drunter, werde ich dann sehen. Mal gucken. Ja, ich lasse ein bisschen Zeitraffer mitlaufen, aber nicht so viel, sonst dauert das so ewig. Dann muss ich da unten hier an der Stelle das Rohr wieder verbinden, ne, mit der Ansaugbrücke. Das wird auch lustig. Das könnte ich eigentlich, ja, das wird richtig lustig. Da schaue ich dann mal, ja, ich gucke mal, dass ich ein bisschen Zeitraffer noch mitlaufen lasse, aber ich wurstel jetzt mal das Wichtigste, habt ihr ja gesehen. Wie gesagt, 8 Newtonmeter bekommen die Schrauben. Hier dieser Flansch mit der Überwurfmutter, der bekommt 25 Newtonmeter. Und ich denke, ich habe es nicht gefunden, aber ich würde auch maximal 10 oder 15 Newtonmeter drauf machen. Mehr nicht. Ansonsten blende ich es jetzt unten ein, wenn ich es noch in meinem Wartungshandbuch gefunden habe, was der bekommt. So, jetzt habt ihr noch mal ein bisschen Zeitrafferaufnahmen gesehen und ja, meine Vermutung war richtig. Den Wasserschlauch, den ich noch gesucht habe, der war hier unter meiner Decke. Den habe ich verbunden auch mit einer neuen entsprechenden Federschelle. Ich habe die Schläuche hier festgezogen und markiert. Das habe ich auch festgezogen, markiert, festgezogen, markiert, festgezogen, markiert, wieder eingesteckt. Hier sind jetzt auch soweit alle Stecker dran. Da muss ich mal gleich noch gucken, dass ich da würde ich maximal 10 Newtonmeter drauf geben. Das ist Bremskraftverstärker, habe ich jetzt gelesen im Reparaturleitfaden. Aber da habe ich keine Drehmomentangabe gefunden, aber ich denke 10 Newtonmeter sollte reichen. Hier drüben, das war echt eklig, da musste ich mit der Zange, weil irgendwie war das nicht mehr komplett
in der gleichen Flucht wie der Anschluss. Musste ich mit der Zange so ein bisschen hinbiegen, hat aber geklappt. Dann die Überwurfmutter, die wollte ich jetzt eigentlich festziehen mit 25 Newtonmeter, aber ich habe natürlich keinen passenden Ringschlüssel-Einsatz. Ich habe mir damals extra hier solche gekauft und der hier, der 24er, würde auch passen. Das ist allerdings einer, den ich mit einem normalen Drehmomentschlüssel verwenden kann. Das heißt, ihr steckt den rein, dann geht hier die Stange durch und dann könnt ihr einen normalen Drehmomentschlüssel ansetzen. Da habe ich aber an dem, ja, da keinen Platz. Und jetzt bräuchte ich so einen anderen und da habe ich aber maximal einen 21er und keinen 24er. Jetzt schaue ich einmal, wo ich den hingelegt habe. Da habe ich den hingelegt. Und da habe ich, wie gesagt, maximal einen 21er. Das würde hier perfekt gehen, ne, zum Festziehen. Aber es ist halt ein 21er und kein 24er. Das heißt, den kriege ich da nicht drauf. Bedeutet, ich muss mir jetzt erstmal einen Adapter nachbestellen. Aber keine Sorge, es geht für euch gleich weiter. Ich muss das nur bestellen. Ansonsten, wie gesagt, die Überwurfmutter hier, die bekommt 25 Newtonmeter laut Wartungshandbuch. Und die kleine Schraube soll 20 Newtonmeter bekommen. Ich habe da jetzt mal 15 drauf gegeben. 20 war mir irgendwie ein bisschen over the top. Ja, wenn dann das Teil da ist, mache ich das noch mit 25 Newtonmeter fest. Ich werde jetzt hier noch die kleinen Unterdruckschläuche hinten anschließen und Seilzug und sowas wieder einhängen. Da blende ich euch vielleicht jetzt da nochmal einen kurzen Zeitraffer ein. Mal gucken. Und wenn ich damit durch bin, dann geht es, wie gesagt, jetzt entweder für euch mit dem Zeitraffer im Seilzug weiter oder aber ihr hört mich nochmal quatschen und wir schauen mal, ob er startet und wenn ja, wie. Ansonsten, ihr seht, Kühlmittel ist natürlich jetzt ja, viel zu wenig drin, habe ich auch nachbestellt. Müsste nächste Woche kommen, werde ich dann auch nochmal auffüllen. Wie gesagt, für euch geht es jetzt gleich weiter. Ich muss jetzt ein bisschen warten, aber so ist der aktuelle Stand. Sieht ja erstmal wieder okay aus, hätte ich gesagt. So, jetzt habt ihr den restlichen Zusammenbau gesehen und auch den ersten Start. Ja, ist gut angesprungen, aber jetzt habe ich so ein komisches Nebengeräusch. Ich weiß nicht, ob man das hört. Es ist manchmal so ein Klacken zu hören, wo ich jetzt unsicher bin, was das bedeutet. Ich hätte gesagt, das hat er vorher nicht gehabt. Aber ja gut, er raucht jetzt halt links und rechts, aber es, hätte ich gesagt, kann eigentlich nicht die Dichtung sein vom Ventildeckel. Ich hätte jetzt eher mal auf die Krümmer getippt, also auf die Krümmerdichtungen vom Abgaskrümmer. Aber dieses Klacken irritiert mich schon ein bisschen. Weiß ich nicht, kann ich jetzt aber nicht zuordnen, aber wie gesagt, er ist problemlos angesprungen, war sofort da, hat auch nicht lange georgelt. Warum der jetzt manchmal dieses Klacken macht, mir unerklärlich. Ich werde meinen Bekannten fragen, der sich auskennt, der weiß das bestimmt, woher das kommt. Aber wie gesagt, der Rauch, und ich rieche es auch, es riecht nach Abgasen, also das heißt, die Abgaskrümmerdichtungen sind undicht, aber das habe ich ja erzählt, ich werde den Motor rausnehmen müssen
um die Krümmerdichtungen zu erneuern. Vielleicht sind auch die Krümmer gerissen und dann werde ich mich auch der Kurbelgehäuseentlüftung widmen. Aber jetzt erstmal, ich würde sagen, Operation gelungen. Patient lebt noch. Ich finde den Lauf eigentlich okay. Das ist aber auch schwer zu sagen, weil ich halt jetzt nicht so viel Erfahrung mit den Opels habe. Aber ich hätte gesagt, das ist ein ordentlicher Motorlauf. Und damit wären wir mit dem Thema durch. Jetzt können wir einmal im Innenraum gucken, ob noch irgendwelche Lampen angegangen sind, irgendwelche neuen Lampen. Aber auch da würde ich sagen, nein, keine zusätzliche Fehlerlampe. Der Drehzahlmesser ist auch ganz konstant. Ich hätte gesagt, das ist in Ordnung. Ja? Also was das Klacken jetzt zu bedeuten hat, wie gesagt, das muss ich in Erfahrung bringen. Das kann ich mir nicht erinnern, dass er das vorher gemacht hat. Aber Motorlauf ist gut, hätte ich gesagt. Wischwasser hat er jetzt, Kühlmittel hat er jetzt auch keins mehr verloren. Der muss jetzt natürlich noch einmal richtig entlüften, weil da jetzt offen war. Das hat man auch am Anfang gehört, da hat das hier so ein bisschen gegluckert. Nee, aber ich bin eigentlich zufrieden. Also das Klacken geht jetzt auch weg. Vielleicht ist das Klacken jetzt wieder Hydros gewesen. Ich weiß nicht, Leute, die den Kanal länger verfolgen, als ich den Zahnriemen gemacht hatte, war er ja auch länger gestanden. Und da hatte ich beim ersten Start nach längerer Standzeit so ein Klacken. Vielleicht war das jetzt 1, 2 Hydrostößel, die nicht richtig wollten, weil jetzt ist das Klacken weg. Ja, ist kein Klacken mehr da. Okay, dann waren es wahrscheinlich wieder die Hydrostößel. Wenn der länger steht, dann haben die irgendwie nicht mehr genug Druck oder ja, irgendwann muss ich da wahrscheinlich auch ran. Noch fangen sie sich immer wieder, deswegen würde ich sagen, ist okay. Aber jetzt das Klacken komplett weg. Puh, ich bin beruhigt, okay, alles gut, Entwarnung. Hat alles funktioniert, ist alles dicht. Keine Schelle hat sich gelöst. Wie gesagt, das Qualmen, das ist sicherlich die Abgaskrümmerdichtung, da bin ich mir sehr sicher, weil das einfach nach Abgas riecht. Nee, erfolgreich. Also ja, ich habe scheinbar keinen groben Fehler gemacht. Also die Informationen, die ihr aus den Videos ziehen konntet, ich würde sagen, man kann sie verwerten. Sie sind valide, die Informationen, wenn ihr eure Ventildeckel oder die Dichtung oder die Zündkerzen oder die Zündspule oder dieses kleine Ventil dort hinten, was den Kühlmittelkreislauf mit beeinflusst, steuert. Wenn ihr das tauschen wollt, so wie ich es gemacht habe, es funktioniert. Es ist dann auch kein Klacken da. Das bei mir, wie gesagt, ignoriert das mit dem Klacken. Das war wahrscheinlich ein Hydrostößel. Saugeil, wir haben es geschafft. Die Aktion ist durch. Ein Kumpel von mir kommt nächste Woche, da kümmern wir uns um seinen Hyundai. Das heißt, es gibt dann demnächst jetzt wahrscheinlich auch ein bisschen Hyundai-Content für euch zu sehen auf dem Kanal. Mit dem Opel bin ich jetzt erstmal happy. Dann würde ich sagen, schaue ich, dass ich einen TÜV-Termin bekomme und der TÜV sich das mal anguckt. Und wenn das dann gut aussieht und ich TÜV habe, dann hätte ich gesagt, nehmen wir nochmal den ganzen Motor ins Getriebe raus. Insofern, ihr könnt euch darauf freuen, da kommt noch mehr Opel-Content. Den Windlauf werde ich jetzt in Stillarbeit wieder zusammenbauen. Das müssen wir jetzt nicht auf der Kamera machen, das ist ja relativ easy. Ja, somit sind wir durch. Mit der Videoreihe hat Gott sei Dank alles funktioniert. Vielen Dank an alle, die zugeschaut haben. Wie gesagt, ich hoffe, es war für euch was Hilfreiches dabei und würde mich freuen, wenn ihr natürlich auch beim nächsten Video mit dabei seid. Bis dahin euch eine gute Zeit und ciao.